dreifach mal Gamma 11, sehr logisch, direkt hinter mir. Ja? Wenn ich da jetzt aufhaue, passiert auch relativ wenig. Wenn ich den jetzt mal in diese Richtung anspreche, ja, dann kriege ich, jetzt mache ich es vorne mit den Mittelknöcheln. Ja? Dann kriegst du schön runter. Ja? So, eigentlich diese Bewegung, nur halt ein bisschen schneller. Ja? Also, denkt ihr lang, wir machen mal ein bisschen Medizin. Wir haben zwei Arten von Nervenfasern, A und C Nervenfasern. Die einen übermitteln Dumpfenschmerz zum Gehirn hoch und das Gehirn überlegt, ist etwas gefährlich oder ist es nicht gefährlich. Die anderen übermitteln einen Spitzenschmerz, der wird im Rückenmark geschaltet. Das ist das Gehirn vollkommen weg, hat damit gar nichts zu tun. Das ist ungefähr das Prinzip, wenn ihr auf die Herdplatte auffasst. Es würde viel zu lange dauern, bis das Gehirn reagieren würde. Ja? Genauso ist es hier. Wenn ich das jetzt so mache, dann ist es zwar unangenehm, aber es bewegt ihn. Wenn ich das schnell mache, dann wird nämlich das Nervensystem komplett überlastet. Ja? Also es ist immer nicht, dass wir diesen Impuls haben. Ja? Dass wir schneller. Wir haben es ja in dem Mack haben wir auch, dass wir. Nee, dass wir jetzt nicht so machen. Ja? Viel zu kurz. Also ja, der Abstand ist viel. Arbeiten. Ja, oben, unten, vorne hin. Ganzkörper muss also bearbeiten. Wenn wir mal Richtung zusammen. So wollen wir ja auch. Okay, also noch. Direkt hinterm Ellenbogen, eine leichte Bewegung und dann passiert was. Alles klar. Letztendlich zur Seite schieben und der Nerv, der statt Auseinanderfaser rausgeht. Also normalerweise seht ihr, da spaltet sich das Gewebe, das ist so ein bisschen, wenn ich die Handfläche rauflege und dann die Knöchel zusammenrollen, dann ist das der Abstand normalerweise. Ja. Und die Idee ist ja auch, dass das Gewebe wegschiebt, also da spaltet sich ein Nerv, schiebt das Gewebe weg, um da ranzukommen. Ja. Das ist eine Geschichte, die andere ist diese Golgi-Bodies, ja, die hier zwischen Muskeln und Sehnen, das ist eigentlich überall im Körper, haben wir so eine Schutzgeschichte und die läuft über das Rückenmark. Ja. Der Muskel darf nicht reißen. Das heißt, wenn jemand hier Überspannung hat, ja, und es streckt sich wieder die Überspannung, dann lässt der Körper dann los. Dann entspannt er sich, weil er die Spannung im Muskel misst, über diesen kleinen Apparat, also kleine Sinneszellen, die sind am Ende der Muskelfaser, da wo sie die Sehnen übergehen, und dann steckt die drin, und die sagen dem Gehirn, oh, ich muss jetzt loslassen, sonst reißt der Muskel. Ja, das ist natürlich jetzt kein Akupunkturpunkt, das ist mehr so eine Sehnenorgan. Das ist zum Beispiel auch hier über dem Knie, das ist eine ähnliche Struktur wie hier. Ja? Das gleiche Struktur. Wir nehmen jetzt mal den Unterarm, einfach so die Elle. Oft kommt man ja da ganz gut hin. Ja, entweder der 12er oder ihr nehmt den 11er. Und außerdem merkt ihr, ihr seid da richtig schön in so einer Kuhle. Und jetzt machen wir Folgendes. Wenn ihr jetzt zum Beispiel diesen Punkt massiert, Gallenblase 21, die kann man auch gut schlagen, dann würdet ihr nicht hier, sondern ihr würdet diese Handlung machen. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren.
Das ist nicht so sehr der Ellbogen, sondern es ist nur die Hand und die ganze Lockerheit. Ganz angenehm, ja. Das gleiche, wenn ihr den Punkt jetzt hier habt, nicht hier, sondern hier der Ellbogen, die Hand, als ob hier was passiert. Ja. Okay, probiert das mal, das ist ein bisschen andere Art der Energie übertragen, als ob ich in diesen Punkt mich festbeiße. Ja, also einfach. Ja, locker. Und bitte vom Zentrum. Ne? Das ist nicht nur, klar, es ist die Hand, aber es ist natürlich auch tranquilieren. Ne? Also, ja, und nochmal den Punkt meiner Reparation. Ja, aber das ist gut, weil wenn du den Arm drehst dabei, kommst du hier mehr auf den Punkt. Wenn du den jetzt hier, bist du auf den Punkt hier. Jetzt so wie du. Gehen wir jetzt. Mal oben, mach mal oben. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Was hier oben musst du drehen? Hier, diesen Punkt hier. Den hast du hier.